Was für eine Freude, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen zu dir. Wir alle haben in uns bestimmte Bedürfnisse, die wirklich alle Menschen in ihrem Kern betreffen. Und diese Bedürfnisse sind Liebe und Anerkennung für das, was wir sind. Wir alle wollen gerne ein Leben in Frieden, in Leichtigkeit, in Entfaltung, in Freude leben. Wir kommen hierher auf diese Erde alle und sind Liebe, sind Offenheit, sind noch im Spiegel von dem, wo wir herkommen. Null Urteilen, kein Wissen. Hier restlose Offenheit. Wir sind auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Wenn wir ein Kind sehen, was gerade geboren ist und die ersten Wochen, dann tauchen wir in eine bestimmte Energie ein, wenn wir in der Lage sind, uns dafür zu öffnen, die uns selber an das erinnern kann, was eigentlich zu uns gehört. Wie viele Schwierigkeiten und Probleme sind in unserem Leben da, weil wir diese tiefen Bedürfnisse, die wir eigentlich haben, nicht leben oder das Gefühl haben, wir können sie gar nicht leben. Wie viel unangenehmes Lebensgefühl ist alleine deswegen, weil in deiner Vorstellung gegebenenfalls drinnen ist, dass du noch weniger von dem, was du schon hattest, eventuell leben kannst, weil diese und diese und diese Situation vielleicht eintreten könnte. Also eine Situation, die dir Angst bereitet, bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, dass alles in dir sagt: „Das will ich nicht. Ich will doch was ganz anderes. Ich will einfach sein können, leben können und mein Leben genießen können. Ich möchte glücklich sein.“ Ist es nicht so? Zum einen ist dieses ganz natürliche Gefühl, was wir alle miteinander als Menschen teilen, dass wir in Leichtigkeit, in Freude, in Fülle, im Miteinander, in Liebe und Anerkennung leben wollen. Einfach die Erinnerung in uns an das, wo wir herkommen. Das ist unser normaler Zustand, wenn wir in unserem Erinnern, in unserer Anbindung, in dem Anteil in uns, in dem Wesen, was wir eigentlich sind, leben. Wenn wir ohne Körper leben. Und viele Menschen haben fast vor der Oberfläche in sich, dass das, was sie hier auf der Erde leben,
eine riesen Diskrepanz zu dem ist, wo sie eigentlich herkommen. Und darunter leiden viele, viele Menschen. Als ich auf die Erde kam, ich kann mich erinnern, wie ich vor der Geburt, vor meinem Leben mich auf den Weg bereitet habe und mit welch einer wahnsinnigen Freude ich auf diese Erde inkarniert bin, mit diesen Impulsen, die ich hatte für die Erde, um auf der Erde wirklich zu helfen, dass die Menschen sich wieder erinnern an, wer sie eigentlich sind und damit die Probleme anfangen aufzuhören. Und ich weiß, als ich in diese Erde wirklich eintauchte und geboren wurde, ich weiß, wie furchtbar das war. Ich war mehr oder weniger meine ganze Kindheit und anfängliche Erwachsenheit, bis ich also an den Punkt kam, dass ich da ja was ändern kann, war ich im Grunde genommen einfach nur schockiert. Schockiert über die wenige Liebe, die wirklich hier auf der Erde tatsächlich ist und diese niedrige Frequenz, die wirklich hier ist, wenn man hier ist. Es war für mich absolut, absolut abscheulich und unverständlich. Aber wie vielen Seelen geht das so? Was das eigentlich heißt, heißt, dass dein Inneres sich erinnert. Dein Inneres weiß, dass du ein vollkommenes Wesen bist. In dir ist die Erinnerung, und wenn sie noch so klein unten drunter ist, anwesend. Wie viele Menschen haben erfahren, wow, hier gehöre ich aber nicht hin. Also, wo sind denn meine Menschen? Wo sind denn meine zu mir gehörenden Seelen? Ich bin ein Fremdkörper. Wie viele Menschen betrifft das? Jetzt ist der entscheidende Schlüssel, der zu erkennen, das, was ich da in mir als tiefes Bedürfnis habe, ist die Sprache meiner eigenen Seele, die mich aus der Gefangenschaft, aus dieser Dunkelheit ans Licht führen will. Diese Bedürfnisse, einfach sein zu dürfen, wie du wirklich bist, mit dem in Verbindung zu treten, was dich tief glücklich macht. Das ist deine natürliche Sprache deiner Seele. Diese Bedürfnisse wollen dich wieder in die Verbindung von dir führen. Und wenn ich die negiere, nicht hinhöre, dann verfalle ich immer mehr in einen unglaublichen Groll gegenüber alles und mache alles viel schwieriger. Wenn ich mich machtlos den Situationen ausgeliefert fühle, dann erst mache ich wirkliche Schwierigkeiten daraus. Wenn wir erkennen in uns unsere Gefühle, das, was unser Herz sagt, unsere Bedürfnisse, das, was wir in uns haben, ist wertvoll, ist die Sprache unserer Seele. Unsere Sehnsüchte, unsere Träume sind die tiefsten, lautesten Emotionen, Energien, Ausdrucksweisen unseres eigenen inneren Wesens, was uns in die Freude, in die Leichtigkeit, in unser eigentliches Wesen zurückführen will. Wenn wir erkennen, dass das so ist und es darauf ankommt, dem zu folgen, lassen wir mehr und mehr von dem Leben, was so schwierig ist, los und kommen zurück zu dem, wer wir eigentlich sind. Dein Sein ist nicht voll inkarniert. Du könntest sagen, ein kleiner Teil, so wie der kleine Zeh in deinem ganzen Körper, ist sozusagen inkarniert.
Der Rest ist nicht inkarniert, ist multidimensional, ist mit allem gleichzeitig verbunden. Jetzt kannst du dazu sagen, es ist ja aber eigentlich nicht nur ein kleiner C von dir inkarniert, sondern auf einer anderen Ebene existiert Zeit und Raum überhaupt nicht. Das heißt, wenn wir mehrere Leben führen, sind die alle gleichzeitig jetzt in diesem Moment passierende. Das heißt, mehrere Zehn von dir sind verschiedene Rollen, die du jetzt gleichzeitig hier auf der Erde spielst, mit denen du gleichzeitig alle möglichen Erfahrungen machst, von Limitierungen, von Schwierigkeiten und so weiter. Schon in dem Moment, wo ich das anfange zu erkennen, kann ich anfangen, aus Situationen peu à peu mich etwas zu lösen, nach hinten zu gehen, einen Schritt zurückzugehen und mir das von außen anzuschauen. Und in dem Moment, wo ich mir das von außen anschaue, fange ich an, schon mehr und mehr zu entdecken, wow, was da so passiert, so selbstverständlich in meinem eigenen Verstand, wo ich da so reingebunden bin und das alles als Realität erkenne, anerkenne, das ist ja gar nicht unbedingt so. Du kannst also ja die Welt unterschiedlich betrachten. Du kannst sie eben auch betrachten unter dem Gesichtspunkt, dass alles Energie ist. Alles, was uns umgibt, ist Energie und schwingt in einer bestimmten Form. Und jetzt ist es so, dass dieses Gesamtkunstwerk von dir, sagen wir mal, mit den verschiedenen Leben, die gleichzeitig stattfinden, hier in diesem Moment, wenn wir in die Gleichzeitigkeit reingehen, alles, was du erfährst, sind alles unterschiedliche Arten von Energien, die in dir strahlen, ausstrahlen. Und dieses Gesamtkunstwerk kann man Frequenz, eine Frequenz nennen, die deine Frequenz ist. Und diese Frequenz kann sich ändern. Aber sie ändert sich jetzt nicht ganz so schnell nur bei einem neuen Gedanken und neuen Gefühl, weil da sehr viel zusammenspielt. Und diese Gesamtfrequenz aus diesen ganzen vielen verschiedenen Erfahrungen und all den Dingen an Energien, die in dir drinnen sind. Ja, zum Beispiel habe ich die und die Erfahrung gemacht in meiner Vergangenheit, die war ganz, ganz furchtbar schlimm und diese und das und im früheren Leben bin ich umgebracht und dort habe ich jemanden umgebracht und. Dieses gesamte, wie sagt man, Erfahrungskonglomerat in deiner Frequenz, das ist es, was du um dich heute herum wahrnimmst als eine Spiegelung, als eine Reflexion. Und solange ich versuchen will oder gebunden bin an die Reflexion außen, weil ich die in meinem Bewusstsein wahrnehme, bin ich in einem bestimmten Bewusstsein gefangen und erlebe, was viele Menschen erleben hier auf der Erde. Wenn ich anfange, mich zu reinigen und zu entlassen, alles an Energien, was nicht zu meinem höchsten Wohle ist. Denn alles ist jetzt in mir hier anwesend. Ja, wenn ich jemanden umgebracht habe und das nicht aufgelöst habe, ist es noch in mir drinnen. Das ist das Konzept von Karma. Aber mit den heutigen Energien auf der Erde ist das alles eine
absolute Leichtigkeit, jede Energie zu drehen und zu entlassen. In diesem Sinne gibt es keine feste Vergangenheit. Deine Vergangenheit wird von deinem Bewusstsein im Jetzt-Zustand bestimmt. Wenn du jetzt in der Lage bist, so zu arbeiten, dass du Erfahrungen in der Vergangenheit als Erfahrungen anerkennst, die du hast, warum auch immer, so machen wollen oder die dir eben so, die du so erfahren hast und du sie verzeihst und bewusst entlässt und sie gegebenenfalls drehst, indem du erkennst, okay, was ist es, was diese Erfahrung mir geschenkt hat? Wie bin ich? Ich bin ja durch meine ganzen Erfahrungen zu dem geworden, was ich heute bin. Und das entlasse und auflöse, löst sich all das mehr und mehr in meinem Frequenzfeld auf, was gegen mich arbeitet, in mir ist, was negativ ist, was mich selber bindet, was mir Schwierigkeiten im Außen zeigt. Und ich revolutioniere mich von innen heraus, raus aus dem, wo wir hineingeboren sind, in ein Bewusstsein, wo wir vergessen haben, wer wir sind, und verlassen förmlich dieses gebundene Menschsein im Körper und treten zurück in die Erinnerung von dem, der wir eigentlich sind, und spiegeln dieses, je mehr aufgeräumt ist, umso schöner, auch in unserem physischen Außen. Und wir kommen und realisieren das, was unsere tiefsten Bedürfnisse sind, auf unbeschreibliche Art und Weise. Wir produzieren tatsächlich förmlich Humus aus all unseren Erfahrungen, der Nährstoff in der schönsten Weise ist für das, was wir uns wirklich wünschen. Das ist eigentlich der Prozess, der in jedem Einzelnen passiert und der kollektiv, wenn der kollektiv passiert, die gesamte Erdrealität, wie wir sie jetzt wahrnehmen, vollständig ändert, weil wir damit in unserem Außen das sehen, erleben, erfahren, was wirklich in wirklicher Resonanz mit dem eigentlichen Inneren in uns ist. Das heißt, diese tiefen Bedürfnisse, die Innozenz, die Reinheit, die Feinheit, die wir als kleine Kinder schon mitbringen, kommt auf eine transformierte Art und Weise wieder zurück und wir verbinden uns mit dem wahren Sein, was wir wirklich sind. Wir erkennen, wir sind alles. Die Liebe, die wir wirklich sind, wenn wir mit der verbunden sind, transformiert alles um uns herum in Liebe. Wenn wir erkannt haben, dass all das, was wir im Außen nicht mögen, in irgendeiner Form Energieanstauungen, Ansammlungen noch in unserem Feld sind, aufgrund von Erfahrungen, die wir noch nicht erlöst und aufgelöst haben, die wir noch nicht verziehen haben, noch nicht aus unserem Energiefeld entlassen haben, sind
können wir erkennen, wow, es liegt in unserer eigenen Hand, was, wo, wie passiert, in uns, um uns. Und es kommt nur auf mich an, mein gesamtes Universum restlos zu transformieren und alles, was ich mir immer schon gewünscht habe, in Realität, außen sichtbar, Wirklichkeit werden zu lassen. Ich freue mich von ganzem Herzen auf dich. Das nächste Mal.